Okay. Wir steuern das Auto jetzt komplett ferngesteuert, wie Matchbox. Könnt einfach schauen, der meldet sich jetzt und ich mache wirklich nichts, ich betätige nur die Taste und steuere das Fahrzeug vorwärts. Was es alles gibt? Es ist Hammer, es ist Hammer. Wir haben hier was ganz, ganz Neues, was Kia zum ersten Mal auch so hat. Wir haben hier einen aktiven Totenwinkelwarner mit Kamera. Sprich, man sieht das, was das Fahrzeug im Totenwinkel hat, digital im Cockpit vorne, wie auch hier zu sehen. Wenn ich allerdings möchte, dass das Auto rückwärts fährt, kann ich ihn natürlich auch einleiten mit der anderen Taste. Man sieht, das Auto legt den Rückwärtsgang ein. Stopp, ich muss was zeigen. Da ist niemand drin. Warte mal. Wenn du... Hallo. Bitte nochmal aufmachen. Weder vorne noch hinten, ne? Weder vorne noch hinten. Ne? Genau. So, bitte nochmal zurück. Jetzt ist wahrscheinlich an der Seite schnell einer eingestiegen, oder? Selbstverständlich. Ich betätige die Taste, dass das Fahrzeug zurückfahren soll. Steuere das Fahrzeug dementsprechend dann in die Parklücke ein. Lenken kann er nicht. Er hat tatsächlich beim letzten Mal gelenkt, aber so firm bin ich jetzt doch noch nicht mit dem System. Ja, das Bin machen wir selbst nächste noch- Woche. Genau, richtig. Bis dann natürlich auch ein bisschen vorbereiten können darauf. Der neue Kia Sorento, Modelljahr 2021. Hier steht er, hier ist Pablo. Grüß dich, Pablo. Hallo Sven, grüß dich, hi. Ja, er ist ein absoluter Hammer. Von hinten sieht er aus wie ein englisches, großes Fahrzeug so ein bisschen. Das ist mir zumindest mal zunächst mal eingefallen. Er hat aber eine ganz eigene Formsprache und er ist ganz neu. Ja, der schöne Sorento, auf den haben wir lang gewartet. Von vorne hat Kia einiges gemacht. Wir haben hier ein komplett neu konzipiertes Fahrzeug. Egal wo, voll LED-Scheinwerfer, eine wundervolle Innenausstattung, 204 PS, hier jetzt in der Dieselvariante. Das ganz neue 8-Stufen-Automatikgetriebe mit dem intelligenten Allrad ist eine richtig tolle Konstellation. Ja, ich zeige es mal gerade hier vorne. Das sind die CO2-Werte, dass man sieht, so ein Auto fährt man tatsächlich 7,1 und hier unten haben wir eine CO2-Effizienz von B. Und die 7,1 sind innerorts hier angegeben. Er hat 148 Kilowatt. Das steht dem Auto gut. 204 PS hat dieses gute Stück, beziehungsweise 202 PS, Entschuldigung. Macht echt viel Spaß, das Auto zu fahren. Wir hatten selbst schon dabei gehabt mit den Kollegen auf Probefahrt. Daher sind auch die ersten Kilometer des Autos. Es ist gigantisch. Ein ganz neues Fahrgefühl von diesem Fahrzeug. Und das 8-Stufen-Automatikgetriebe, die Konstellation insgesamt ist wirklich ein Traum. Ja, machen wir eins. Ich zeige mal ganz kurz die technischen Daten, wie er hier steht. 52.490 Euro. Mal kurz, kann man scharf stellen. Das sind einmal kurz haben. Da ist er. Und ja, Hubraum 2,151 Liter. Das heißt, er hat richtig Hubraum. Genau, 2,2 Liter Diesel haben wir jetzt hier. Und die sind schon deutlich leistungsstark. Ja, Diesel, das macht noch Sinn bei dem Fahrzeug. Der Diesel ist unglaublich schadstoffarm. Wir haben 158 Gramm pro Kilometer. Das ist bei der Klasse, die CO2-Effizienzklasse B, die hat er verdient. Definitiv, definitiv. Realistisch bei der Probefahrt hat man einen Verbrauch gehabt von 7,8 Liter. Hätte ich selbst nicht gedacht. Ich muss natürlich sagen, da war nicht nur innerorts dabei gewesen, sondern auch außerorts bzw. Landstraße wie Autobahn. Das ist aber nicht alles vom neuen Sorento. Der neue Sorento kommt auch noch als Hybrid. Jetzt demnächst schon hier bei uns vor Ort. Soll sogar diese Woche noch angeliefert werden. Und nächstes Jahr ist er auch als Plug-in-Hybrid zu haben. Ja, wir schauen gleich mal kurz rein. Zunächst mal von hinten einmal kurz gucken. Das ist so eine absolute Hammer. Du weißt, warum ich eben gesagt habe, der sieht so ein bisschen aus wie ein Amerikaner. Ja, also es ist wirklich am Anfang gewagt. Aber ich muss sagen, je öfter man sich das Auto anschaut, desto mehr verliebt man sich dort rein. Das ist wirklich so, alles elektrisch, Luxus pur. Ich meine, wir reden hier über knapp 50.000 Euro. Preis-Leistungs-Verhältnis, voll digitales Cockpit, allein das Leder, ich nehme Wir haben an. hier eine Nappa-Leder-Konstellation. Wir haben einen voll elektrisch einstellbaren Fahrer- wie auch Beifahrersitz. Wir haben ein voll digitales Cockpit. Wir haben hier die intelligente, wenn du gerade einmal aufs Kombi-Instrument schaltest. Ja. Siehst du das, die Kamera? Ja, Dort? ja, hat nicht geklappt. Schalt mal den Motor am besten ein. Ja, mach mal. Gerade einmal die Bremse treten würdest. Geht das? Ja, du hast die Schulung schon durch, oder? So halbwegs. So, wir haben hier was ganz, ganz Neues. Und gerade dein Bein rein. Hol's einmal. Ja. Ne?
Das ist schon gigantisch. Was ganz, ganz Neues. Kia hat auch nicht nur das als neue Einzelheit. Wir haben bei dem Juvo-System ein komplett neues Darstellungssystem. Wir haben eine Steuerung auch übers Handy, wie vorher schon bereits bekannt bei dem Juvo-System. Wir haben den intelligenten Tempomat, der natürlich auch selbst lenkt und fast selbst fährt. Kennt man wahrscheinlich schon aus dem einen oder anderen Video von uns. Wir haben was ganz, ganz Neues hier unten, den Fahrmodi-Schalter, wenn wir da einmal kurz drauf gehen. Man kann wählen zwischen Komfort, Sport, Terrain. Das ist wirklich gigantisch. Was Kia hier auf die Beine gestellt hat, ist ein Traum. Tatsächlich. Ja. Wir gehen hin, wir machen in der nächsten Woche Probefahrt. Ihr habt viel zu tun. Das ganze Cockpit ist unglaublich aufgeräumt. Das heißt, ich habe also ganz flache Flächen, die sich sehr leicht reinigen lassen. Definitiv nicht nur das. Man kann auch hier ohne Probleme sagen, dass man nicht direkt mal eine Bedienungsanleitung braucht, wenn man ins Auto reinsteigt. Man kann ohne Probleme diverse Extras aufrufen, beziehungsweise auch die Bedienmöglichkeiten vom Fahrzeug nochmal neu kennenlernen dadurch. Das ist so, ja. Das Ganze ist höhenverstellbar, Leder, wo weit das Auge blickt. Ich habe ein großes Auto, muss man sagen, für große Familien, aber auch Komfort. Das ist schon Oberklasse hier, oder? Das Auto hier ist nicht nur wie hier jetzt zu sehen mit 5 Sitzen erhältlich, sondern sogar mit 7 Sitzen. Und die 7-sitzige Variante ist natürlich dann auch geeignet für die eine oder andere Großfamilie. Kofferraum wird dann natürlich dementsprechend kleiner, muss man ganz fairerweise sagen. Aber ansonsten kann ich hier nur sagen, der neue Sorento, das ist ein Augenschein. Sagen wir gerade Elektrik, wo es nur geht, aber ich gehe gleich mal rum, zeig mal alle Details. Ich habe den umgeklappt. Du kannst ihn gerne noch mal ausmachen, wenn du möchtest. Ja, klar, selbstverständlich. So, dass wir hier das überleben. Ein mega Schiebedach, oder? Definitiv, definitiv. Kia hat hier was ganz Neues gemacht. Wir haben jetzt hier... Ich komme mal raus. Ja, am besten kommst du raus. Zeige ich das mal gerade, weil ich zeige mal gerade hier das Bose Soundsystem, was eingebaut ist. Genau, auch was ganz Neues von Kia. Früher hatten wir in Kooperation mit einem anderen Hersteller gehabt, das Bose Soundsystem. Hier auch mit verschiedenen Naturtönen mittlerweile sogar. Müssten wir mal vorführen im nächsten Video auch. Wir machen eine Probefahrt damit. Ja. Jetzt ist erstmal so ein First Look. So, hier vorne der Fahrersitz komplett elektrisch verstellbar. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Richtungen sind auf jeden Fall genug. Es ist für jede Position was dabei. Krass. Die sehen so aus, als wären sie innenbelüftet, sind sie aber nicht, oder? Doch, sind sie. Wir haben hier nicht nur eine Sitzheizung an Bord, wir haben sogar eine Sitzkühlung an Bord. Boah, die Sitze, ey, du sitzt so gut drin. Ich habe mich ja gerade eben mal reingesetzt. Das ist der absolute Kracher. 7,9 Liter habt ihr den gefahren, ja, genau, im Test. Richtig. Das war ein Stückchen innerorts, ein Stückchen außerorts, Autobahn. Es war echt gigantisch. Ich hätte nicht gedacht, weil man gerade hier ein Fahrzeug hat, was eine gewisse Masse hat, dass wir das erreichen können. Ja, so ein großes Auto hat wahrscheinlich keine 7-Jahre-Garantie, oder? Natürlich. Wie kennst du es anders? Der Kia Sorento hat natürlich wie jedes andere Produkt in der Kia-Familie 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer. So, 7 Jahre Garantie, die ist auch übertragbar. Das heißt, wenn ich das Auto später verkaufe, nach zum Beispiel 3, 4, 5 Jahren, ohne Probleme, kann man mitgeben. Ich sage immer, man kann das Auto seinem besten Freund verkaufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben bezüglich der Garantie. So, ja, das ist das Schiebedach. Klemm mich auf. Was ist da neu? Kia hat jetzt hier ein deutlich weiteres Öffnungsfenster gegenüber des alten Sorento gemacht und dementsprechend muss man halt sagen, ist ganz top, ne? Also was mir aufgefallen ist, der Diesel klingt überhaupt nicht wie ein Diesel. Nicht also so ich habe mich gar nicht mehr. So typisch. Es ist was anderes. Ich meine, jetzt haben wir hier einen Diesel, nächste Woche ist der Hybrid auch hier mit an Bord. Und wenn wir den Hybrid mit an Bord haben bei dem Fahrzeug hier, hört man gar nichts mehr beim Fahren. Ne? Dann bewegst du wirklich ein Auto mit 2 Tonnen Last, sage ich jetzt ganz einfach mal aufgerundet, bewegst du fast im Schweigen. Was krass ist, sind hier die Felgen, diesen Serie jetzt bei der Ausführung? Wir haben hier die Platinum-Variante, der hat jetzt hier die 20 Zoll Leichtmetallfelgen drauf von Kia. Die sind wirklich richtig schick geworden, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Wenn du mal gerade einen Fuß daneben hältst, dass man mal sieht, wie groß die sind. Oder warte mal, ich stell dich mal gerade daneben. Stell mich daneben, okay. Die sind riesig, die Felgen. Also die stehen im Auto auch sehr, sehr gut. Aber sie geben auch direkt mal Blick auf die ganze Technik frei. Das ist schon krass. Ja. Und wir haben jetzt hier auch schön, was relativ toll zu sehen ist jetzt hier. Wir haben die Rückleuchten voll LED. Wir haben mittlerweile sogar, wie die Kia-Fanatiker es wahrscheinlich kennen, LED-Kennzeichenbeleuchtung. Da haben wir ja lange drauf gewartet in der Kia-Familie. Wir haben einen sehr, sehr schönen großen Kofferraum. Elektrisch? Natürlich, wie soll es anders sein? Der hat echt einen Allradantrieb, der Allrad, hier? genau, richtig. Das ist ein intelligenter Allrad. Das sieht man auch hier vorne schön. Da können wir vielleicht gleich mal noch kurz rübergehen. Machen wir mal gerade.
Wir haben hier den Allradantrieb mit dem neuen All-Terrain-Mode, unterstützt bei schwierigen Fahrgegebenheiten, Schnee, Matsch, klar. Das ist ein intelligenter Allrad, der wirklich sehr... Software. Genau, richtig, Software gesteuert natürlich ist. Wirklich, das Auto ist vom Fahren her, man muss ein Probe fahren, egal wie, man muss ein Probe fahren. So, ja, da unten steht nochmal der Kraftstoffverbrauch drauf, wie sich das gehört, dass wir den Von dem haben. Hybridmotor auch nochmal, der ist wie gesagt im Laufe dieser Woche zu sehen. Außerorts 5,4 Liter bei dem 2,2 Liter CRDI All-Wheel Drive, ja. Krass, also ich bin ganz begeistert. Was krass ist der Preis? Also wenn du so denkst, das Auto sieht aus, als würde es 70, 80, 90.000 Euro kosten, ist aber nicht so. Man kennt es ja von anderen Herstellern, die Fahrzeuge in dieser großen SUV-Klasse verkaufen, dass so ein Auto schnell mal um die 100.000 Euro kosten kann. Aber hier haben wir tatsächlich das Ganze mit 7 Jahren Garantie, eine wirklich super Verarbeitung und einem richtig tollen Ausstattungsstandard auch schon zu einem richtig attraktiven Preis. Wir haben jetzt hier die Platinum-Variante, was man hier zumal noch sagen muss, das Auto hier hat eine Vollausstattung, eine absolute Vollausstattung. Hier kann man maximal noch die 3. Sitzreihe reinwählen. Und Also hat er alles. der hat alles. Der hat wahrscheinlich auch einen Po-Wärmer hinten auch, oder? Natürlich, selbstverständlich. Ehrlich? Selbstverständlich. Genau, wenn du mal kurz mal hier mal aufmachst, dass man reingucken kann. Hoppla. Wir haben hier natürlich die ganz normalen Ablagemöglichkeiten von Kia, wie man sie kennt. Ne? Staufächer, riesige. Genau, riesige Staufächer. Es geht natürlich auch weiter. Wir haben hier hinten dran das Ganze nochmal. Riesen Staufächer hier drin. Der Familienurlaub kann kommen. Ja, aber auch so Sachen mal, so der kleine Einkauf, da passt eine ganze Tüte, mehrere Tüten rein, oder? Kann ich einfach hinlegen. Ihr habt die Tütenhalter natürlich mit drin. Habt ihr drin? Tütenhalter. Nee, wir haben aber Spanngurte. Hier haben wir, das sind leider keine Tütenhalter. Wir haben hier aber Spanngurte, womit der Einkauf ohne Probleme befestigt werden kann. Ja, auch hinten natürlich die Lautsprecher für das Bose Soundsystem. Worauf ich vielleicht noch kurz gerne eingehen würde. Darfst du. Darfst alles. Wenn wir jetzt hier einmal umklappen. Du hast jetzt eben den Sitz auf seine Größe. Du bist? 1,83. 1,83. Jetzt ist der Sitz relativ weit zurück. Ja. Ne? Jetzt setze ich mich mal hier rein. Und Ja. wenn ich dir eins zeige, Sven, du sitzt hier hinten wie ein Gott, sage ich ganz einfach mal. Ne? Du bist wie groß? Bist du? 1,80 1,80 Meter. Und du hast da ultra viel Platz, obwohl Kopffreiheit ohne Probleme. noch ein Also, Schiebedach drunter ist, Ja, was normal aufbaut. Richtig, korrekt. Ja. Wir haben hier, also auch wenn man mit 4 Personen reisen tut, mehrere Getränkehalter. Wir haben wirklich eine Sitzheizung, wir haben eine Lademöglichkeit. Also es ist wirklich, was Kia hier auf die Beine gestellt hat, auch ganz neu. Hier ein USB-Anschluss noch am Sitz. Warte, Ne? USB am Sitz. Genau. Krass. Richtig, also was die hier gemacht haben, das ist gigantisch. Du kannst den Sitz von hinten, vorne und hinten bewegen. Genau, das heißt also, richtig. der Hintermann kann sagen, ich will den Sitz mal ein bisschen nach vorne bewegen. Ja, das ist relativ witzig. Ich zeig's ganz einfach mal. Wenn im Vorder weniger Platz ist, ne, kann man den Beifahrer vorne ohne Probleme nach vorne schieben. Kann sogar die Sitzlehne nach vorne machen und nach hinten. Korrekt. So, das heißt, ich kann mir sogar den Platz sogar schaffen von hinten aus. Da hat einer mal mitgedacht. Was aber Warum krass das ist, Wort ist. guck mal hier, der Becherhalter in der Tür. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ist gigantisch. Wie gesagt, auch die Sitzheizung nebendran. Wir haben hier noch zusätzlich Sonnenschutzrollos. Die sind in dieser Platinum-Variante, wie gesagt, immer serienmäßig mit drin. So, das Leder an der Seite ist noch beplankt. Bose hinten auch. Natürlich. Flaschenhalter, du kannst eine ganze Flasche hier hinten reinstellen, wenn ich jetzt längere Fahrten habe. Mehrere. Also wir haben, wie gesagt, 3 Flaschenhalter pro Partei in dem Fahrzeug. Das ist wirklich gigantisch. Ne? Bis zu 7 Sitzplätze, richtig? 7 Sitzplätze. 7 Hier Sitzplätze. haben wir diese 5-sitzrige Variante. Ne? Bei der 7-sitzrigen Variante haben wir hier hinten dran noch die Möglichkeit, dass wir da auch nochmal Was reinmachen können. Wenn du mal kurz aufmachst hier, meine Seite. Selbstverständlich. Das ist aber lieb von dir. Und Was hier du sieht man, wahrscheinlich siehst, auch hier Ambientebeleuchtung, ne, auch hier unten unterm Armaturenbrett. Das heißt, wenn man es hier mal bei Dunkelheit drehen würde oder zeigen würde, ist das echt gigantisch. Ne? Das ist echt schick. ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist das große Thema, glaube ich, was euch auszeichnet. 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer und der Preis, warte mal, ich zeige es gerade nochmal vorne, ich kann es ja gar nicht glauben. Also das Auto, wie es hier steht, kostet 52.490 Euro. Genau, richtig. Das ist jetzt schon unser Hauspreis. Da kann man natürlich noch über viele verschiedene Varianten sprechen, das ist ganz klar. Da sollte man einfach mal vorbeikommen, das Auto auf jeden Fall mal Probe fahren und beim persönlichen Gespräch kann man da bestimmt die eine oder andere Variante finden, die sicherlich interessant ist. Ja, ihr seid einer der erfolgreichsten Kia-Händler Deutschlands, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Wenn du mal kurz vorne aufmachst, die Motorhaube, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob da auch ein Motor drunter ist, weil der klang nicht wie ein Diesel. Nein, ich habe ihn angemacht, er ist so leise, also er klingt fast wie ein Benziner. Definitiv, ich hätte es selbst nicht gedacht. Aber wie wir zum ersten Mal mit dem Auto gefahren sind, das war wirklich gigantisch gewesen. Ich hatte im ersten Augenblick mal gedacht, ist das Auto überhaupt an? Ne?
Wie gesagt, wir haben hier den Smartstream Diesel drin. Das ist eine neue Konzeption von Kia, da werden wir auch im Video näher genauer drauf eingehen. Wir machen eine Probefahrt nächste Woche. Genau, dann zeigen wir das nämlich. Genauer drauf ein. Aber so im Insgesamt natürlich, wie man es von Kia kennt, ein aufgeräumter Motorraum, der nicht überladen ist oder sonst irgendwas. Du kommst überall ran. Ja gut, ihr habt ja 7 Jahre Garantie, das heißt, alles, was hier passiert, ist euer Problem. Es passiert aber viel zu wenig, hast du mir erzählt. Die Werkstatt, die macht viele Servicearbeiten. Es wäre schön, wenn wir tatsächlich mal was hätten, was kaputt geht, damit die Werkstatt auch mal auf andere Art und Weise Geld verdienen kann. Aber Krass ist hier die ganzen Isoliermaßnahmen, die ihr getroffen habt. Hier ist eine riesengroße Isolierschicht mit drin, da ist eine große Isolierung mit drin. Also nicht, dass die anderen das nicht hätten, aber ich habe nichts gehört drin. nee, das ist wirklich gigantisch. Wir müssen das Auto fahren. Sven, das hilft gar nicht anders, dann wir müssen das Auto auf jeden Fall fahren. So, da vorne ist eine Frontkamera drin, der hat rund um 360 sich. Grad, 360 Ja, Grad. natürlich. Ja. Wie kennt man anders da? Ne, Parksensoren auch rundrum und wie gesagt auch schon dieses intelligente Parksystem, dass das Auto per Fernbedienung von selbst fährt. Ne? Wie? Soll ich es kurz vorführen? Ja, mach mal. Machen wir jetzt einmal alles zu. Er macht alles zu. Das haben wir jetzt nicht, das haben wir nicht geprüft und auch nicht geprobt vorher und auch nicht besprochen. Da ist die nackte Wahrheit, gell? So, was ist zu tun? Ich starte einmal das Fahrzeug. Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass ich jetzt gerade im Moment vor eine Parklücke fahre, stelle das Getriebe auf D, betätige die Parktaste, die wir hier unten haben. Ich muss natürlich vorher erstmal die Handbremse lösen, die Parktaste betätigen. Gerade einmal, ich muss ein Stückchen nach vorne fahren. Einmal kurz einen Moment aufpassen. Vorsicht, da vorne ist noch so ein Stift, ich nehme den mal weg. Guck mal, ich fahr grad einmal. So. Geht das? Ja, er ist weg. Perfekt, super. Ich betätige jetzt die Parktaste, Ja. ne, wenn ich auf P gegangen bin. Warte mal gerade, der fährt jetzt von alleine. Ich zeig's dir. Ich drücke die Funktion ferngesteuertes Fahren. Und jetzt brauchen wir nur noch das hier. Vielleicht kann ich das einmal kurz zeigen. Warte. Sünder. Ich muss einmal kurz scharf stellen, jetzt. Okay. Wir steuern das Auto jetzt komplett ferngesteuert. Wie Matchbox. Echt? Ist das zugelassen eigentlich? Ich hoffe es. Könnt einfach schauen. Der meldet sich jetzt. Und ich mache wirklich nichts. Ich betätige nur die Taste und steuere das Fahrzeug vorwärts. Was es alles gibt? Es ist Hammer. Es ist Hammer. Ich habe es wie Das gesagt heißt, selbst der so noch fährt dann nicht aus der gesehen. Parkrücke raus, damit Genau, ich zum Beispiel richtig. besser einsteigen kann. Genau, richtig. Der würde jetzt Wenn auch man eine gegen enge die Parklücke- Tür fahren da vorne. Wie soll es anders da sein? So kennen wir es hier natürlich nicht. Der bremst natürlich vorher ab, ne? Und wie gesagt, das kann ich auch vorher mit Betätigen der Fernbedienung automatisch beenden. Wenn ich allerdings möchte, dass das Auto rückwärts fährt, kann ich ihn natürlich auch einleiten mit der anderen Taste. Man sieht, das Auto legt den Rückwärtsgang ein. Stopp, ich muss was zeigen. Da ist niemand drin. Warte mal. Wenn du... Hallo. Bitte nochmal aufmachen. Weder vorne noch hinten, ne? Weder vorne noch hinten. Ne? Genau. So, bitte nochmal zurück. Jetzt ist wahrscheinlich an der Seite schnell einer eingestiegen, oder? Selbstverständlich. Ich betätige die Taste, dass das Fahrzeug zurückfahren soll. Steuere das Fahrzeug dementsprechend dann in die Parklücke ein. Lenken kann er nicht. Er hat tatsächlich beim letzten Mal gelenkt, aber so firm bin ich jetzt doch nur mit dem System. Ja, das Bin machen wir selbst nächste noch- Woche. Genau, richtig. Bis dann natürlich auch ein bisschen vorbereiten können darauf. So, Der fährt von alleine. der fährt von allein. Und wenn ich jetzt sage, ich bin in der Parklücke drin, ich mache das Auto aus, drücke ich die Taste. Und das Rückstück geht aus, Motor ist aus, ich verriegel das Auto. Und die Fenster hochmachen geht auch. Leider Gottes noch nichts. Wenn du da mal kann man die Zutaste festhalten. Was passiert dann? Nix. Leider Gottes Okay, das nicht. heißt, Leider die Gottes. Fenster muss ich vorher zumachen. Das wäre sinnvoll. Ansonsten hat man halt danach ein gut durchlüftetes Fahrzeug. Doch, sie gehen zu. Was ganz Neues. Es ist tatsächlich wahr, Kia hat das die ganze Zeit nicht gehabt, bei verschiedenen Modellen. Jetzt geht's. Im 2021er Sorento ist das auch möglich. Also nochmal, das Auto fährt von alleine. Es kostet immer nur noch 52.000 Euro. Immer noch nur 52.000 Euro, also sprich ein Oberklasse oder ein gehobener Mittelklasse-SUV in der größten Form kostet nur 52.000 Euro als Neuwagen. In der maximalen Ausstattung. Maximal voll, das Einzige, was fehlt, ist die dritte Sitzreihe, richtig? Abstandstempomat. Hat er. Aktive Lenk, bla. Natürlich. Notbrems.
Natürlich. Es gibt nichts, was das Auto nicht hat. Rückwärts gegen irgendwas Fahrschutz. Natürlich. Gut. Er schreit. Sag ich ganz einfach mal, er schreit, wenn es eng wird. Krass. Nee, ich mag's. Und dann die Form vorne. Er hat vorne eine 3D ausgeformte Motorhaube sogar mit drin. Richtig korrekt. Wir haben voll LED-Scheinwerfer hier auch im Frontbereich. Wir haben die 3D-Motorhaube, wie du es jetzt gerade genannt hast. Das ist wirklich gigantisch. Und wenn wir uns das hier einfach mal anschauen, auch die Blinker, die jetzt hier, ich zeige es nochmal anders. Das ist Hammer. Das ist einfach, ich muss selber nicht aus dem Staunen raus. Ist der geil. Na komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für euch. Da steht da nächste Woche Probefahrt, 20 Minuten, kleine Sneak Preview auf den neuen Kia Sorento 2021. Dein Name? Korrekt. Ich bin der Pablo. Grüß dich, Pablo. In welchem Autohaus sind wir? Im Autohaus Klein in Saarlouis in der Wallerfanger Straße 102. Direkt von der Autobahn Abfahrt Saarlouis-Wallerfangen zu erreichen. Und relativ zentral gelegen hier in Saarlouis. Wenn ich aus Frankfurt bin, darf ich das Auto bei euch kaufen? Natürlich. Wenn ich aus Luxemburg bin? Überall. Aus München? Aus Hamburg, aus Queerschied? Natürlich, Saarländer. Aus Saar-Hölzbach? Natürlich. Aus Urrexweiler? Daher, wo auch immer Egal man kommt, man ist immer bei uns herzlich willkommen. Super, ja, da steht er. Der 2021er Kia Sorento, nächste Woche Probefahrt. Vielen Dank, Pablo. Ich danke.